Pause in der Bundesliga, Länderspiele auf der ganzen Welt. Das Schönste findet in Dortmund statt. 14 Nationen sind hier im Einsatz, alle für einen Mann. Grandios Abschied, jetzt in unserem Feiertagsmagazin-Spezial. Ein ganz besonderes Feiertagsmagazin an einem ganz besonderen Ort mit einem ganz besonderen Gast. Ihr wisst natürlich, um wen es sich dreht, um Roman Weidenfeller. Morgen kommen alle hier ins Stadion, um unseren legendären Torhüter zu verabschieden. Und Roman hat uns in den letzten Jahren im Netradio öfter mal eskalieren lassen. Sind im Strafraum, spitzer Winkel, Flanke nach innen, Schuss und wieder Weidenfeller und nochmal Weidenfeller. Zweimal glänzend geklärt, zunächst gegen Bartha und dann, ich glaube, gegen Dammeier. Roman hält! Roman hält! Und er wird nicht wiederholt! Robben läuft an, Weidenfeller hat ihn! Weidenfeller hat ihn und er hält ihn fest! Roman Weidenfeller hält diesen Strafraum! Ronaldo Weidenfeller mit einer Glanzparade! Müller auf die linke Seite rausgegeben, der angesprochene Ribéry mit der Flanke, Mandzukic, Glanzparade Weidenfeller! Wahnsinn! Er hat das zuletzt häufig getan. Boateng, Weidenfeller hält! Ja! Und der Nachschuss geht ja! Roman Weidenfeller hält in der 30. Minute den Schuss von Kevin Prince Boateng. Fürstner gegen Weidenfeller. Den hält er auch! Roman hält den zweiten auch! Morgen bekommt er sein verdientes Abschiedsspiel und heute ist er noch bei mir und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Herzlich willkommen, Roman Weidenfeller. Roman, hi. Vielen Dank. Schön, dass du den Weg hier auf die Südtribüne gefunden hast. Zum einen, weil du ja auch immer die Nähe zu den Fans hattest und aber auch, weil hier irgendwie alles zu Ende gegangen ist. Beim letzten Heimspiel bist du über den Zaun geklettert zu den Fans und hast du den Moment noch in Erinnerung? Ja, absolut. Es war ein ganz toller Moment. Ich habe den unheimlich genossen, gerade auch mitten in den Fans drin zu stehen und den ganzen Impuls auch noch mal zu spüren. Und das war natürlich eine enorme Wertschätzung für mich, dass die Fans mich dann auch zu sich auch gerufen haben und für mich natürlich eine ganz tolle Geschichte. Sowas vergisst man, glaube ich, nicht. Ne? Nein, dein ganzes Leben lang nicht. Davon werde ich meinem Kleinen noch erzählen. Also da bin ich unheimlich stolz drauf. Morgen füllt sich das Stadion jetzt nur wegen dir. Es kommen alle, jeder Einzelne, nur wegen dir. Lass uns mal kurz in dein Seelenleben reinschauen. Oder ja, schon auch irgendwo so ein mulmiges Gefühl, denn klar weiß ich auch, durch mein Abschiedsspiel kommen sie wirklich alle wegen mir ins Stadion. Aber ich habe ja auch eine ganz tolle Truppe drumherum. Das heißt also eine All-Star-Truppe. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe eine Freunde-Truppe und ganz viele tolle Spieler. Deswegen will ich es gar nicht ganz so nah an mich heranlassen, aber es wird mich natürlich irgendwann auch packen. Und ich bin für jeden einzelnen Gast, der hier als Zuschauer im Stadion ist, dankbar und weiß es auch sehr zu schätzen. Ich glaube, das geht dann schon noch irgendwann ans Herz. Ganz bestimmt. Spätestens bei der letzten Runde hier durchs Stadion, durch mein Wohnzimmer. Nicht umsonst haben wir hier die Couch mit dabei. Das Motto des morgigen Abends lautet ja grandios Abschied. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Es gibt nämlich noch einen, der möchte dir zu deinem Karriereende noch etwas sagen. Okay. Und das schauen wir uns gemeinsam mal an. Hello everybody in Germany, hello in Dortmund, hello Champion, Roman Weidenfeller. Alles Gute für die Zukunft. I was privileged to cover previously many games in Bundesliga for Dubai Sport Channel. Actually, I'm working for Abu Dhabi Sport Channel. I would like to say hi, greetings from the United Arab Emirates to all the football lovers, to all the Bundesliga fans, to all Borussia Dortmund fans and Roman Weidenfeller fans. Of course, I always remember the interview I did to you in Dortmund after winning Nuremberg and also handling the silverware of the Bundesliga trophy. It was
9 years ago, I think, and the famous answer, grandiose Saison gespielt. Roman, you're always a champion. Grandios. Oder? Es war nicht ganz einfach. Der Bekanntheitsgrad ist dadurch gestiegen. Ich glaube, alle hatten das Lächeln im Gesicht und letzten Endes ist es doch das Schönste, was es gibt, dass man gemeinsam lacht. Ja, euer Interview ist natürlich legendär, unvergessen, weltberühmt. Was fällt dir sonst spontan noch ein zu den letzten, wie lange warst du Profi? Ja, fast 20 Jahre. Fast 20 Jahre, ne? Ja, einer der tollsten Momente war eigentlich, als du dich selber hochgeschaltet hast, hier im Stadion, als du den Regler betätigt hast und hast gesagt, Köln führt in Leverkusen. Und das war natürlich einer der tollsten Momente. Und für mich selbst auch auf dem Spielfeld, weil wir standen eigentlich alle starr. Selbst die Nürnberger, die wussten gar nicht mehr, was los war hier. Wo es passierte, das ganze Stadion war am Feiern. Genau. Und es war Getändel im Mittelfeld. Alle Spieler waren wie gelähmt und hatten genau diese Gänsehaut, die wir, glaube ich, gerade auch beide verspüren. Und ja, es war einfach ein sensationeller Moment. Aber allgemein hier im Stadion gab es so viele tolle Momente. Egal ob gegen Malaga, als wir dann das Spiel in der letzten Sekunde noch gedreht haben. Viele Spiele gegen Real Madrid, gegen die Bayern. Unvergessen auch den gehaltenen Elfmeter gegen Robben. Also so viele tolle Momente, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Dafür war ich dann wirklich auch hier unheimlich lange und es hat mir auch jeden einzelnen Tag Spaß gemacht. Jetzt läuft die Bundesliga seit knapp 2 Jahrzehnten zum ersten Mal am Anfang ohne Roman Weidenfeller. Und du hast deinen Geburtstag nicht im Trainingslager feiern können, dürfen. Was genießt du jetzt und was vermisst du? Ja, ich genieße den Abstand, dass man halt eben nicht mehr jeden Tag aufs Neue ja, wirklich immer in der ersten Reihe steht. Ich genieße auch, dass man halt eben einfach mal auch in der Freizeit einfach mal was anderes genießen kann, dass man vielleicht auch samstags, wenn jetzt... Komisch, oder? Genau, vor kurzem waren wir samstags in Düsseldorf und dieses Gefühl gab es gefühlte 20 Jahre nicht bei mir. Und ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, welcher Wochentag ist und ja, es war einfach auch mal eine andere Situation. Ja, Roman, kein Feiertagsmagazin ohne Zweikampf. Jetzt heißt es Dönekes mit Fritz. Es ist unfassbar schwer, weil der Hund verzieht keine Miene, auch wenn sie noch so gelogen ist. Und der holt auch da richtig aus. freue ich mich richtig drauf, weil er kommt jetzt zu uns auf die Couch. Da ist er ja! Roman! Oh, ja. Neuer Junge! Ja, mit dir habe ich nicht gerechnet hier. Wir müssen ein bisschen zur Sensationell! Seite. Dann macht mal ein bisschen Platz hier. Ja. Damit der Geschichtenonkel auch was zu erzählen hat. Ja, Roman, du hast natürlich auch berühmte Vorgänger gehabt hier beim BVB und dazu gibt es 3 kleine Geschichten. Da gab es einmal einen Heinrich Kwiatkowski, 56, 57 Deutscher Meister mit Borussia, war im 54er WM-Aufgebot, also die erste Weltmeisterschaft, die Deutschland gewann. Und er bestritt 2 Spiele bei der Weltmeisterschaft und kassierte 14 Gegentore. Unglaublich. Tja. Heini Kwiatkowski, also 2 Spiele, 14 Gegentreffer, das ist aber eine Menge. Kann man so sagen. Und wir müssen jetzt entscheiden, wahr oder gelogen. Wer zählt runter? 3, 2, 1. So. Echt? Ja. Eigentlich muss die Geschichte schon fast stimmen, ne? So skurril sie ist, oder? Also in der Tat, Heini Kwiatkowski spielte ein Spiel bei der WM 54 gegen die Ungarn, die damals übermächtigen Ungarn. Da ließ Sepp Herberger die B11 auflaufen und die verlor 3:8 gegen die Ungarn. Und 58 war Heini Kwiatkowski nochmal bei der WM in Schweden dabei und bestritt das Spiel um den 3. Platz gegen die Franzosen und da verlor die deutsche Mannschaft mit 3:6. Macht in der Summe 14 Gegentore. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, dann kommen wir zum nächsten WM-Teilnehmer. Vize-Weltmeister 66, Hans Tilkowski. Das Wembley-Tor lässt grüßen, wissen sicherlich alle. Hans Tilkowski wurde mit Borussia Dortmund 1965 deutscher Pokalsieger. Er kam damals vom Westfalia Herne. Und er wurde als erster Torwart und erster Borusse Fußballer des Jahres in Deutschland.
1965. 1, 2, 3. Meinst du nicht? Keine Ahnung. Auflösung? Ich habe keine Ahnung. Ja, Hans Zielkowski wurde in der Tat 1965 Deutschlands Fußballer des Jahres als erster Borusse und als erster Torwart in Deutschland. Weltklasse! Danke, Hans. Okay. So, dann Den ich kommen auch wir persönlich sehr schätze. Ja. Kommen wir zu den. Der Fritz hat es hier nicht leicht. Sag doch nicht so Der kennt uns so gut hier. Kommen wir zu der letzten Geschichte. Zwei Vorgänger von dir, Eike Immel und Wolfgang Teddy de Beer, haben eine Parallele. Sie bestritten beide ihr erstes Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München. 1, 2. Ich war schneller. Nein, das ist wahr. Ja, klar, das ist wahr. Das ist wahr. Frank Miller hat da gegen Pfosten geschossen. Genau, in dem Spiel Eike Immel 1979 gewannen Richtig. die Borussen hier 1:0 und 1986 in München 2:2, das legendäre Nichttor. Nichttor von Frank Mill. Die Tore erzielten Daniel Simmers und Michael Zorc. Ja, also, Roman, wie die Jahre Vergehen. Nee, bleib sitzen. Schiedlich, friedlich, unentschieden. Genau so ist es. Und ja, Fritz, sehr Bester schön. Mann natürlich, Fritz. Ne? Natürlich. Fritz, wenn du Roman so siehst, neben dir sitzen siehst, morgen Abschiedsspiel, an was denkst du? Ja, an die vielen schönen Momente, die wir zusammen hatten, die jahrelang auch unser Leben geprägt haben. Das hat Roman ja auch schon in vielen Interviews zum Besten gegeben. Und ich schaue immer auf die von Roman Weidenfeller erhaltene Uhr. Er hat mir die zum Abschied geschenkt, alle Achtung. Und warte auf den Anpfiff am morgigen Freitag um 19 Uhr. Und dann geht die Post ab, wie Jürgen Klopp zu pflegen sagt. Genau. Was wünschst du dir für den morgigen Abend? Eine tolle Stimmung, dass die Zuschauer noch mal so richtig Gas geben, den Roman noch mal feiern, so wie er es auch verdient hat. Und dass sie dann in ein schönes Wochenende gehen und Roman natürlich auch in eine schöne Zeit. Und du hast ja viele Aufgaben, die auf dich warten. Und dafür wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe natürlich auch, Roman, dass morgen ein außergewöhnlicher Tag wird. Also ich werde alles dafür geben, dass es so emotional wie möglich wird und dass dir vielleicht auch die eine oder andere Träne die Wange runterläuft, weil das hast du verdient nach so einer langen Zeit und so einer intensiven Zeit mit Borussia Dortmund. Wir wissen es nicht. Also es sind noch Karten da, vielleicht 60, 70.000, keine Ahnung, wie viele Fans morgen im Stadion sind, dir den Abschied bereiten, den du definitiv verdient hast. Also wir sehen uns vielleicht morgen, wir sehen uns morgen auf jeden Fall, wir sehen uns auch morgen auf jeden Fall. Das war's hier vom Spezialfeiertagsmagazin mit dem weltbesten Torwart, mit Roman Weidenfeller. Tschüss, macht's gut und ich bin mir sicher, er ist nicht zum allerletzten Mal im Feiertagsmagazin gewesen. Tschüss, bis dahin, macht's gut. Der Nobby, Der Fritz. Und der Roman. tschüss. Tschüss. Tschüss.